Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um die M2 Competition Charge Pipe. Falls ihr jetzt nicht wisst, was ist die Charge Pipe, aktuell sehen wir sie hier abgebildet. Das ist sozusagen das Teil, das ich jetzt verbauen werde. Am Auto selbst ist eine Plastikversion des Ganzen verbaut und diese Charge Pipe, die geht beim M2 Competition von der Drosselklappe hoch zum Ladeluftkühler. Sie verbindet also sozusagen den Ausgang des Ladeluftkühlers mit dem Eingang der Drosselklappe. Und wie wir hier auch sehen können, ist da so ein gewisses Stückchen flexibler Überbrückungsschlauch mit dabei. Bei der Version, die ich jetzt verbauen werde, ist das ein deutlich festerer Schlauch und eben auch die Schlauchschellen, wie man hier sehen kann, sind deutlich massiver. Warum zeige ich euch das? Ich hatte ein kleines bisschen Probleme auf der Rennstrecke zuletzt. Ich war ja sowohl am Nürburgring als auch in Hockenheim hatte ich das Problem, dass mir das flexible Verbindungsstück zwischen Ausgang Ladeluftkühler und Eingang Drosselklappe. Dort sitzt eben die Charge Pipe vor der Drosselklappe, dann kommt so ein kleines Stückchen flexibler Schlauch, wie wir jetzt hier eben auch sehen im Bild. Und der ist im Original mit normalen Schlauchschellen befestigt an eben Ausgang Ladeluftkühler und Eingang Charge Pipe. Und der ist mir weggefetzt und das hatte ich jetzt mehrfach, wie gesagt, das erste Mal am Nürburgring und dann später auch noch in Hockenheim und habe mich jetzt dazu entschieden, das Teil eben zu tauschen, denn das ist super nervig, das ist relativ zeitaufwendig, das dann immer wieder festzuziehen, weil da ein bisschen was abgebaut werden muss und deswegen habe ich mich jetzt einfach dafür entschieden, hier das Teil zu tauschen. Da gibt es im Aftermarket-Bereich Teile aus Aluminium, so wie wir das jetzt hier sehen, mit entsprechenden ordentlichen Schlauchschellen, damit das eben in Zukunft kein Problem mehr ist. So, und jetzt mal ein Beispiel. Das Ganze ist jetzt aufgenommen am Nürburgring und hier mal auf die Motorhaube achten. Ich habe das hervorgehoben und auf diesen kleinen Klonk, auf diesen Schlag. Da war das jetzt also, die Motorhaube hat es ein bisschen nach oben gedrückt und es war eben auch dieser Schlag zu hören. Das war der Moment, als eben der Ladeluftschlauch abgeflogen ist. Da ist dann natürlich sofort die Leistung weg. Die Leistung ist weg, weil die Luft nach außen entweichen kann und eben nicht mehr komplett zur Drosselklappe geführt wird. Da kommt nicht gleich eine Fehlermeldung. Erst wenn ihr eine Weile weiterfahrt, auf der Nachhausefahrt, dann ist das sozusagen angegangen, das Steuergerät-Lämpchen. Einfach weil der Mass Airflow Sensor, also der Ladeluftsensor, der erkennt eben eine Varianz zwischen dem, was er an Luft am Eingang misst und zwischen dem, was nachher im Motorraum ankommt für die Verbrennung. Und daran erkennt er, hey, da geht mir irgendwo was verloren. Ich müsste ja eigentlich viel mehr Luft haben. Und deswegen geht dann eben die Motorsteuerlampe an und wie gesagt, die hat keine Leistung mehr, weil da kaum noch Luft ankommt und das an der Seite vorbeigedrückt wird. Was ich jetzt hier mache, diese Austauschversion ist einerseits aus Aluminium, das heißt, die kann sich über Hitze im Motorraum nicht mehr verformen, was eben wie gesagt bei der Standardkonstruktion so ein bisschen ein Problem sein kann, wenn es da sehr oft warm wird. Dann kann es schon mal sein, dass sich das, weil das eben Plastik ist und auch dieser Gummi, dass sich das einfach alles so ein bisschen nachgibt und dann reicht schon eine kleine Ecke, wo irgendwo Luft entweichen kann und da drückt es dann eben den Ladedruck raus. Und hier bei dieser Nachbauversion ist es so, ist die auch schon vorbereitet für zum Beispiel Wassermethanol-Einspritzung oder ähnliches. Und dafür ist eben hier dieser Stopfen oder dieses Gewinde da. Da ist ein Blindstopfen mit dabei. Den werde ich jetzt, oder den ummantle ich jetzt mit ein bisschen Schraubensicherung. Das ist hochfeste Schraubensicherung. Das mache ich deswegen, damit da keine Luft durchgeht, dass es auch wirklich komplett fest sitzt. Das ist wichtig, weil wie gesagt, wir wollen ja, dass die gesamte Luft, die durch den Ansaugtrakt geleitet wird und dann durch den Ladeluftkühler geführt, die soll ja komplett bei der Drosselklappe ankommen und eben um hier irgendwelche Undichtigkeiten oder sowas auszuschließen, habe ich das mit hochfester Schraubensicherung eben benetzt und jetzt drehe ich das hier fest ein, lasse das trocknen und so ist das Stück eben entsprechend vorbereitet für den Einbau später am Fahrzeug. So, jetzt wo sozusagen die Charge Pipe vorbereitet ist, geht es an die Montage. Was brauchen wir hierfür? Wir brauchen eine Knarre, wir brauchen eine 10er-Nuss, eine 12er-Nuss, einen Torx-Schlüssel, irgendeinen kleinen Plastikspreizer, verschiedene Kleinigkeiten noch. Also ja, am besten habt ihr irgendwie einen kleinen Werkzeugkoffer in der Nähe, denn hier brauchen wir tatsächlich jetzt verschiedene kleine Werkzeugstückchen. Später müssen wir uns auch eine Verlängerung bauen, um die Original-Charge Pipe lösen zu können, weil die so ein bisschen einen eigenwilligen Befestigungsmechanismus hat. Das zeige ich dann aber später. Jetzt hier beim M2, beim M3 und bei M4 ist ja eine Carbon-Domstrebe verbaut, die ich sehr schön finde. Die ist allerdings leider für die meisten Wartungsarbeiten ein wenig störend oder halt im Weg. Das heißt, wir müssen jetzt hier als erstes die entsprechende Domstrebe entfernen. Das müsst ihr auch machen, wenn ihr zum Beispiel den Luftfilter tauschen wollt.
Auch dann müsst ihr die Domstrebe abnehmen und abschrauben. Die Domstrebe ist vorne an der Front mit 2 kurzen Schrauben gesichert und links und rechts oben am Dom jeweils mit 2 langen Schrauben. Die müssen wir alle lösen und entnehmen. Hier ist es wie gesagt wichtig, dadurch, dass wir unterschiedlich lange Schrauben haben, dass ihr bitte nur die kurzen Schrauben für vorne verwendet und die langen Schrauben für hinten. Da, wenn ihr die langen Schrauben vorne verwendet, kann es sein, dass ihr euch den Wasserkühler beschädigt oder andere Teile, die da unterhalb der Domstrebe sich befinden. Deswegen bitte daran denken oder einfach zur Seite legen, dass die kurzen Schrauben eben für vorne gedacht sind. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo kriege ich denn so eine Chargepipe her, weil ihr ähnliche Probleme habt, ich habe beziehungsweise ich habe in der Videobeschreibung einige Links hinterlegt, wo ihr eben so eine Chargepipe bestellen könnt. Schaut da einfach mal rein, wenn ihr die sucht. Wenn ihr jetzt wissen wollt, hey, Luftfilter wechseln, klar, würde ich auch gern machen, bin aber nicht rangekommen. Ja, dafür habe ich auch ein extra Video, habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da muss ich auch die Domstrebe demontieren und da zeige ich, wie man eben den Luftfilter wechseln kann am M2 und das ist dann analog zum M3 oder auch M4. Hier jetzt, wie gesagt, in den letzten Zügen der Demontage von der Domstrebe. Am besten die Schrauben immer beiseite legen. Wenn die Schrauben beiseite gelegt sind, die Domstrebe ist eingefasst, man sieht das jetzt hier im unteren Teil so ein bisschen von so einem, ja, von so einer Gummimatte oder von so Gummi, wie nenne ich das denn das jetzt, ja, so ein Wasserschutz eben, der im Motorraum verläuft und ihr könnt diesen Gummischutz auch demontieren, ihr müsst ihn aber nicht demontieren, ihr könnt die Domstrebe auch einfach nur nach vorne rausziehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn ihr euch jetzt wundert, er hat doch gesagt, es sind nur 6 Schrauben. Ja, es sind 6 Schrauben an der Domstrebe. Die andere Schraube, die hält nicht die Domstrebe. Es gibt noch eine 7. Schraube, die ist an der Domstrebe angebracht, hält aber eigentlich den Wasserkanister. Und die müsst ihr jetzt auch lösen. Und wenn die dann auch gelöst ist, dann ist die Domstrebe komplett freigängig und ihr könnt sie einfach nach vorne hin wegziehen. Hier bei dem Tausch der Chargepipe ist es so, dass es nicht reicht, alleine die Domstrebe zu entfernen. Zumindest hat es bei mir nicht gereicht. So kleine Finger habe ich nicht. Wie man jetzt sehen kann, im hinteren linken Bereich sieht man schon ja, die Ansaug- bzw. das Ende des Ladeluftkühlers. Und von dort nach unten geht dann dieser Schlauch mit der Chargepipe. Und um da ranzukommen, müssen wir auch gleich noch den Wasserkanister so ein bisschen lösen und nach vorne ziehen. Und hier jetzt, wie gesagt, man kann das einfach entnehmen, hochklappen oder eben rausziehen, je nachdem wie ihr wollt. Und dann sieht man, die Domstrebe ist entfernt. Jetzt hat man wunderbar freien Blick auf die beiden Luftfilterkästen. Also das zum Servicen ist super. Wie gesagt, nur halt, um an die Drosselklappe ranzukommen. Ja, also da muss man wirklich super kleine Hände haben und man sieht halt nichts. Außerdem würde man auch dann die Chargepipe nicht rausbekommen. Also der Wasserkanister hier muss auf jeden Fall weg. Der ist hier oben auch nochmal gesichert mit einer Schraube. Wenn ihr die löst, dann ist der prinzipiell frei, aber der Arm, an dem diese Schraube festgemacht ist, der hat auch nochmal einen Befestigungspunkt und zwar oben am Dom. Den auch nur leicht lösen, dann könnt ihr den Arm so ein bisschen nach vorne schwingen und könnt diesen Wasserbehälter da eben entsprechend befreien. Ne, das ist jetzt hier oben, sieht man das oben im Bildrand. Da habe ich jetzt nicht so hundertprozentig gut hingefilmt, aber da ist auch nochmal eine 10er Nuss oder so notwendig. Dann die Schraube ein bisschen anlösen und dann könnt ihr eben diesen Metallarm, der da in Richtung Wasserbehälter geht, leicht verschieben und leicht nach oben heben und dann den Wasserbehälter frei bekommen. Denn wie gesagt, der Wasserbehälter ist eben im Weg. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, das ganze Wasser abgelassen und hier die Schläuche abgenommen, sondern ich habe ihn nur ein Stückchen nach vorne gezogen und ihn dann etwas abenteuerlich mit Kabelbindern befestigt. Funktioniert aber auch wunderbar und es war genug Raum da, um die Chargepipe zu tauschen. Es ist jetzt nicht super viel Raum, also es ist nicht komfortabel oder so, ne? Also in Sachen Wartungsfreundlichkeit ist das eine 5-, aber es funktioniert irgendwie. Was es zu dem Wasserbehälter noch zu sagen gibt, unten am Wasserbehälter ist nochmal so ein kleiner Stecker, so ein Elektroanschluss, der wahrscheinlich den Füllgrad misst. Den würde ich auf jeden Fall lösen und irgendwie zur Seite legen, denn der war mir persönlich im Weg. Den fand ich blöd, der war dann da wie so eine Wäscheleine quer rüber gespannt, das heißt, den habe ich gelöst. Und ich habe auch den Stecker vom MAF-Sensor abgezogen und den eben beiseite gepackt. Dann habt ihr ein bisschen mehr Raum und dann sind da nicht so viele Kabel im Weg, beziehungsweise ich habe ja den Wasserkanister nach vorne gezogen. Und der MAF-Sensor sitzt eben genau dort und da wollte ich mir nichts kaputt machen. Hier sehen wir jetzt schon, da unten ist die Drosselklappe, da ist diese Plastik-Chargepipe. Auf der Plastik-Chargepipe war eben dieser Flexi-Schlauch, der immer runtergesprungen ist. Der wurde einfach nur mit 2 Kabelbindern befestigt und das müssen wir jetzt hier lösen. Da hat es an der Seite so ein ganz kleines weißes
Plastikstückchen, was ich gesehen habe. Ich markiere das jetzt hier mal, dass ihr das sehen könnt. Das Ding, das ist wie so eine Art, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also, wer mal Mortal Kombat gespielt hat, das sieht so ein bisschen aus wie die Wirbelsäule von irgendjemand, die dann Sub-Zero mal rausreißt. Da habe ich mir so eine Verlängerung gebaut, dann schiebt ihr das leicht nach oben und dann könnt ihr an dieser weißen Nase, wie gesagt, dieses sieht so ein bisschen aus wie eine Wirbelsäule oder so, halt so eine lange, ja, Kette mit ganz vielen Zähnen, die könnt ihr dann rausziehen und wenn die rausgezogen ist, dann könnt ihr die Chargepipe einfach entnehmen. Das ist ja so eine Art, ich nenne es jetzt mal Sicherungsleine, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Ist auch echt fummelig und wie gesagt, also das war das Schwierigste herauszufinden, wie ich das abbekomme. An der Seite von der Original-Chargepipe war noch so ein kleiner Schlauch eingeklipst, den einfach wegklipsen, den sieht man jetzt hier auch im Bild. Und dann ist das ganze Zeug endlich raus. Und jetzt kommt der Teil, wo man eben sozusagen die neue Chargepipe oder die auf verbesserte montieren kann. Das ist wie gesagt diese Wirbelsäule oder dieses Skelett. Das ist dieser kleine Ring, der da in der originalen Chargepipe vorhanden war, um die zu sichern. Der wird dadurch dieses Loch geführt und dann da vorne einfach nur verriegelt. Ja. Also wie gesagt, habe ich so noch nicht gesehen, aber gut, ja, man lernt ja nie aus. Gibt die verrücktesten Dinge. Ist natürlich auch von der Konstruktion, ja, so ein Plastikteil, was relativ filigran ist an so einer Stelle, wo es viel Hitze gibt. Ob das jetzt so langlebig ist, wage ich auch mal zu bezweifeln, ne? Aber gut, das war wahrscheinlich günstig. Jetzt hier im Vergleich, die Aluminium-Chargepipe im Vergleich mit der originalen Plastik-Chargepipe. Wie man sehen kann, ist an der Aluminium-Chargepipe ein anderer Verschlussmechanismus aus Metall, finde ich deutlich besser. Ist auch einfacher und ein Standardverschluss, den man kennt. Die Form der Chargepipe ist ein bisschen anders. Dafür ist aber bei der Tausch-Chargepipe ein etwas längerer Flexischlauch dabei. Das heißt, damit kann man das dann wieder kompensieren. Was an der Nachbau-Chargepipe fehlt, ist eben diese Halterung für diesen Schlauch. Das heißt also, den Schlauch, den man hier am Original einklipsen konnte, der fehlt eben jetzt bei der Nachbau-Chargepipe. Aber das sah jetzt für mich nicht so aus, als ob das irgendwie ein Nachteil sein sollte. Dann ist hier noch ein Dichtungsring verbaut. Also wie gesagt, entweder bestellt ihr euch einen neuen Dichtungsring oder aber wie jetzt zum Beispiel bei mir, das Fahrzeug hat noch nicht sonderlich viele Kilometer drauf, da ist der Dichtungsring noch super in Ordnung. Das heißt, ich verwende den jetzt einfach weiter und den müsst ihr dann eben entsprechend auch bei der Austausch-Chargepipe oder bei der Upgrade-Chargepipe einsetzen, damit dann da später eben auch keine Luft entweicht und das Ganze gut abdichtet. Den hier einfach in die dafür vorgesehene Nut einlegen und dann passt das auch alles. Was ich vielleicht auch noch erwähnen sollte, ist, dass ich zusätzlich zu dem Stecker, der sich unterhalb des Wasserbehälters und dem Stecker des Luftmengenmessers, ich auch noch den Stecker entfernt habe, der vom Ladeluftkühler runterkommt, einfach auch um da besser ranzukommen. So, jetzt sehen wir hier die neue verbesserte Chargepipe verbaut. Wie man sieht, die schließt wirklich bündig mit dem Gehäuse der Drosselklappe. Dort ist dann eben dieser Metallspreizring eingesetzt, damit das nicht mehr verrutschen kann. Und wir sehen auch die deutlich größere und längere Flexischlauch-Konstruktion. Hier eben mit diesen sehr massiven Schlauchschellen. Also rein von der Optik dürften die nicht mehr abgehen, sollten also keine Probleme mehr machen. Die ziehe ich jetzt eben ordentlich fest. Oben ein bisschen vorsichtiger, denn oben haben wir ja Plastik. Das heißt, hier nicht wirklich mit voller Kraft anziehen. Und unten ist es Aluminium. Da können wir schon ein bisschen mehr Kraft verwenden, aber natürlich auch nicht unsinnig viel. Also wenn es fest ist, ist es fest. Und dann muss man einfach ausprobieren, Probefahrten machen, auf der Rennstrecke eben gucken, hält das. Und wenn nicht, noch ein bisschen fester ziehen. Aber da bin ich auch lieber vorsichtig. Das heißt, mal nicht gleich super Anschlag, sondern nur so, dass man vom Gefühl her denkt, das passt, ja, und wenn es halt nachher nicht reicht, kann man ja immer noch mal nachziehen. Das ist sozusagen die gesamte Installation gewesen. Jetzt am Ende alles wieder zusammenbauen, das heißt, nicht vergessen, den Stecker unterhalb vom Wasserbehälter, dass ihr den wieder einsteckt, den Stecker vom Luftmengenmesser, den ich abgezogen habe, wieder einstecken, den Stecker, der an der Ausgangsseite des Ladeluftkühlers war, den auch wieder reinstecken. Also einfach alle Stecker, die ihr gelöst habt, wieder einstecken. Wenn es Stecker sein sollten, die gleich aussehen oder ähnlich aussehen, ja, würde ich immer empfehlen, die eben farblich zu markieren. Also die Stelle, wo ihr den Stecker entnommen habt, irgendwie einen kleinen Farbklecks hinmachen und auf dem Stecker selber und dann eben, ja, bei den Steckern, wo es schwierig ist, eben zwei unterschiedliche Farben verwenden. Jetzt, wie gesagt, beim Zusammenbau einfach wieder die jeweiligen Schrauben in die Position stecken, wo sie vorher auch waren. Das Ganze so grob ausrichten, ne? Nicht gleich eine Schraube festziehen, sondern erstmal alle nur positionieren, ausrichten, dass das wieder ungefähr da ist, wo es vorher auch war. Und dann seid ihr auch schon fertig. Hier jetzt nochmal ein kurzer Blick
auf die originale Chargepipe. Und hier ist auch ein Stückchen, was mir wahrscheinlich Probleme bereitet hat. Da wurde mal eine Schlauchstelle nicht ordnungsgemäß festgezogen. Und das hat dann wahrscheinlich dafür gesorgt, dass da immer mal wieder Luft verloren geht. Ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.